Hallo, liebe Käferfreunde. Wisst ihr, was richtig nervt? Wenn die langhaarigen Bombenleger mal ausnahmsweise recht haben. Und wisst ihr, womit sie recht haben? Dass das überhaupt nicht angeht, dass so viele von unseren luftgekühlten Fahrzeugen überall, wo sie gehen und stehen, einen mehr oder minder großen Ölfleck hinterlassen. Leute, das muss nicht sein, nicht im 21. Jahrhundert und nicht mit unseren Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen. Und nein, ein VW markiert nicht sein Revier. Das ist echt ein saublöder Spruch aus dem letzten Jahrhundert und damit macht man sich keine Freunde in der Nachbarschaft und zwar ganz zu Recht. Und ein Punkt, wo es kritisch wird mit dem Ölverlust, das ist hier der Ventildeckel. Und warum ist das so? Wir machen das mal gerade auf. Hier an dem Motor ist jetzt alles neu gemacht, deswegen ist das alles auch schön sauber. Hier unten ist der Wärmetauscher, hier ist der Ventildeckel und hier ist die Ventildeckeldichtung. Und man sieht es schon, sobald ich das aufmache, da beginnt hier das Öl rauszulaufen. Es tropft auf den Wärmetauscher, der natürlich im laufenden Betrieb schön heiß wird und dann verdampft dieses Öl, es fängt an zu stinken, es stinkt auch im Auto, es stinkt außerhalb des Autos nach verbranntem Öl und dann läuft das Öl da runter und plumpst auf die Straße. Der Wärmetauscher sieht nach kurzer Zeit so aus, guck mal hier, so, das ist doch der Normalfall hier, so richtig schön dick eingesaut und das muss nicht sein. Man kann hier ordentliches Material verwenden. Jetzt sagt ihr, ja, verwende ordentliches Material, wir gehen dann ins Internet und kaufen uns eine neue Ventildeckeldichtung. Ja, das liebe Internet wieder. Im Internet kriegt ihr das hier. Jetzt sagt ihr, was ist denn da schlecht dran? Das passt hier rein in den Ventildeckel. Das sieht ordentlich aus, das macht einen guten Eindruck. Das Problem ist, so eine Ventildeckeldichtung ist ein Gemisch aus Gummi und Kork. Es sind kleinste Korkstückchen und als Verbundmaterial dazwischen ist Gummi. Und das hier ist das, was ihr im Internet überall kriegt. Das hier ist das Originalteil, so wie es VW früher verkauft hat. Und man sieht den Unterschied schon an der Farbe. Das hier hat viel Gummi und wenig Kork und das hier hat viel Kork und wenig Gummi. Das ist viel teurer. Kork ist ein Naturstoff, der ist nicht billig. Und es gibt ja nichts, was diese Internetfuzis nicht noch billiger und noch mieser machen können, um den Preis zu senken. Das hier kostet ein paar Mark mehr, aber das ist die Grundvoraussetzung, damit das Ganze auch hinterher dicht wird. Im Zweifelsfall, wenn ihr nicht genau wisst, ihr seid zum Beispiel auf dem Teilemarkt und kauft da ein, wenn ihr da nicht so genau wisst, ist es jetzt eine Originaldichtung oder nicht, dann riecht ihr einfach dran. Die Originaldichtung riecht, jetzt nicht lachen, sie riecht nach altem Fisch. Die Nachbaudichtung riecht nach gar nichts. Wenn es nach altem Fisch stinkt, dann ist es gut. Habe ich das echt gesagt? Jo. Und es war jetzt nicht einfach, diesen Originalhersteller A zu finden und B, ihn davon zu überzeugen, das wieder für uns zu machen. Denn da könnt ihr euch natürlich denken, steht eine riesen Mindestbestellsumme dahinter, bevor der die Maschine anwirft und sowas macht. Und wo wir gerade dabei waren, um diese Mindestbestellsumme zu erfüllen, haben wir nicht nur die Käferdichtung gemacht, wir haben auch die Ventildeckeldichtung für den Typ 4 gemacht, wir haben die Ventildeckeldichtung für den Porsche 356 gemacht und wir haben für den Typ 4 Motor die Dichtung für den kleinen Entlüftungsdeckel gemacht. Alles jetzt über die Fewed-Partner in einer Top-Qualität und nach Fisch stinkend zu beziehen. Jetzt ist aber die Ventildeckeldichtung nur ein Faktor von mehreren, der beachtet werden will hier, wenn man das Ganze wirklich ordentlich machen will. Also Ventildeckeldichtung muss schon mal in einer Originalqualität sein. Dann hat man aber das Problem, dass hier dieser Deckel gar nicht mal so selten krumm ist. Ja, wie kann denn der krumm werden? Der ist doch aus stabilem Stahlblech gemacht. Ganz einfach, weil man, so stand es auch früher in vielen Werkstattanleitungen, wenn man das hier drauf gemacht hat und dann hat man das hier mit dem Spannbügel wieder festgezogen. Dann war es gute Tradition, dass man auf diesen Ventildeckel rechts und links mit dem Hammer einmal draufgehauen hat, damit der sich wirklich mittig positioniert und hier auch wirklich kein Öl rausläuft. Und von diesen Jahrzehnten von Hammerschlägen, die da drauf gekommen sind, kann das Ding auch schon mal krumm werden. Und sogar hier in diesem Bügel steckt manchmal der Teufel im Detail. Der lässt auch mit den Jahren in der Spannkraft nach. Und wenn hier die Spannkraft nicht mehr gegeben ist, dann drückt der den Deckel nicht mehr richtig fest gegen den Zylinderkopf. Und auch dann
beginnt die Dichtung, selbst wenn es eine Originaldichtung ist, zu lecken. Dafür haben wir jetzt hier ein neues Produkt kreiert. Hier, das ist das Rundum-Sorglos-Paket für alle Käfermotoren ab Baujahr 61, das heißt ab 34 PS. Und da ist jetzt alles drin, was man so braucht, um auf Nummer sicher zu gehen hier an der Stelle. Schaut her, hier haben wir drin 2 Stück neue und wirklich qualitativ hochwertige, ganz gerade Ventildeckel. Dann haben wir natürlich da drin 2 Fehwip-Dichtungen für die Ventildeckel und wir haben neue Spannbügel. Und die hier sind sogar extra stramm hier drauf. Ja, das ist ätzend, wenn man sich da die Finger dran klemmt, aber ist ja für einen guten Zweck, damit es nämlich auch mit den langhaarigen Bombenleger-Nachbarn dann klappt und der Motor sauber bleibt. Jetzt haben wir wieder was gelernt und wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem ähnlich gesellschaftspolitisch spektakulären Thema und mal gucken, ob der Theo bis dahin seine Hausaufgaben gemacht hat und das Ganze auswendig gelernt hat. Bis dann. Tschüss.